Hey Leute, das ist Part 2 von unserer zweiwöchigen Philippinenreise. Wenn ihr den ersten Teil über Coron und El Nido noch nicht geschaut habt, checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Das ist auf jeden Fall wert. Wir sind jetzt gerade auf Siargao und ja, eine Insel mit wirklich so unglaublich vielen Palmen haben wir noch nirgends sonst gesehen. So, am Flughafen haben wir uns dann erstmal direkt einen Roller gemietet für die ganze Woche. Unser Plan war, einmal die gesamte Insel zu umfahren und gestartet sind wir Richtung Norden zu unserer ersten Unterkunft, Itsustari. Total coole Unterkunft, direkt in die Felsen, in die Felsklippen gebaut. Wow! Und von dieser Unterkunft aus haben wir dann auch den ganzen Norden von Siargao explored. Sind eigentlich recht ohne Plan losgefahren, kamen durch wirklich schöne und abenteuerliche, auch abgelegene Gegenden. Darunter wirklich große, weitläufige Mangrovenwälder, wo wir auch komischerweise die einzigen waren. Bis wir dann auch wirklich durch Zufall einen verlassenen Leuchtturm gefunden haben. Den mussten wir dann natürlich auch exploren. Es war eine Hammersicht da oben und wow, einfach atemberaubend, dort die Küste zu sehen. Ging es dann weiter Richtung Süden zu unserer nächsten Unterkunft. Sehr interessante Unterkunft, Bubble Siargao. Wie der Name schon sagt, ist es eine aufgeblasene Bubble, also wie ein Zelt quasi mit Luft aufgeblasen, komplett durchsichtig. Außenrum auch die Anlage total liebevoll gepflegt, komplett in der Natur, also die Dusche und alles ist total schön gemacht. Also wir haben uns super wohl gefühlt und trotz, dass alles so wirklich mitten in der Natur im Dschungel war, war es wirklich sehr sauber, auch mit Moskitos hatte man dort kaum zu kämpfen, warum auch immer, wir waren selbst überrascht. Frösche und ein paar Echsen, die hatte man dann schön so auf der Bubble oben drauf sitzen. Insgesamt waren es auch einfach nur 3 Bubbles, also waren auch wieder total für uns alleine und haben die Unterkunft sehr genossen. Diese Wasserbüffel waren schon unsere private Security, kann man fast sagen. Ja. Ja, die waren selbst für uns manchmal spooky, als wir nachts wieder kamen. Ja, anyway, bei Cloud9 in der Gegend, manche kennen vielleicht Cloud9 als den Surfspot der Philippinen. Es ist auch ein Traumspot zum Surfen, überhaupt keine Frage. Allerdings dann doch durch die ganzen Surfschulen ein bisschen zu überladen. Also wer wirklich die Wellen genießen will, dem würden wir doch eher Pacifico, besonders das Nordende von Pacifico, empfehlen. Hier hat man mindestens genauso schöne Spots, super Reef Breaks, die lange brechen. Also top zu surfen, macht wirklich Spaß. Über die auch sehr bekannte Sunset Bridge ging es dann für uns weiter zur nächsten Unterkunft, The Bamboo Houses. Und ja, wir würden sie nicht nochmal buchen. Es war leider ein kleiner Reinfall. Wir hatten auch 2 Nächte gebucht, entsprechend dann aber auch nach einer schon abgebrochen. Ist kurz gesagt auf den Bildern ein Traum, in echt kaum wieder zu erkennen. Also ja, die können wir definitiv nicht empfehlen. Aber auch hier haben wir das Beste draus gemacht, haben uns erstmal hier unsere eigenen Kokosnüsse von der Palme geholt, unseren Kokosnusssaft genossen und haben dann eben auch noch so einen kleinen Hausstrand entdeckt. Der war wirklich wieder schön. Also da haben wir dann eigentlich in dieser Gegend die meiste Zeit verbracht.
Unsere alternative Unterkunft neben den Bamboo Houses lag dann wieder ein Stückchen weiter im Norden bei Pacifico. Wir wollten einfach noch mal richtig schön surfen als Alternative und auf dem Weg dorthin kamen wir auf der wohl bekanntesten Straße der Philippinen durch. Mehr Palmen gibt es nicht. Die Straße heißt Coconut View. Man muss sagen, vom Boden erkennt man es gar nicht. Da sieht es aus wie eine ganz normale Straße. Palmen gibt es wie Mast dort. Aber wenn die Drohne in der Luft ist, dann hat man den echten Effekt. In Pacifico angekommen, haben wir doch erstmal festgestellt, dass Pacifico an sich eine super schöne kleine Stadt ist. Also man hat eben diese Brunch, Kaffee, Houses überall, aber es ist nicht überlaufen. Also super schönes Städtchen. Und dort haben wir dann auch gar nicht davor gebucht, einfach spontan nachgefragt. Bei Bamboo Surf Beach hieß die Unterkunft. Direkt am Strand gelegen, also man konnte wirklich von unserer Unterkunft zu Fuß ins Wasser laufen. Surfboard hat man sich natürlich auch direkt vor Ort ausleihen können. Die Unterkunft auch sehr, sehr zu empfehlen, dafür, dass wir die wirklich spontan entdeckt haben. 100% Empfehlung. Also haben die Zeit dort super genossen und waren entsprechend natürlich auch draußen auf dem Wasser und haben die Wellen genossen. Nicht weit von Pacifico entfernt liegen auch die bekannten Tide Pools. Wir persönlich haben sie jetzt uns nicht vor Ort angeschaut, weil irgendwie es dann schon losging mit Parkgebühren, mit Eintrittszahlen und doch einfach auch sehr viel los war. Entsprechend haben wir unser liebes Trönchen hochgeschickt, um aber doch ein Auge mal drauf werfen zu können. Wir haben gehofft, er wird nie kommen, aber nach 2 traumhaften Wochen musste dann doch auch unser letzter Tag kommen. Dafür hatten wir uns nochmal ein echtes Highlight aufgehoben, den Masin River. Und hier, es ist keine Empfehlung, ich würde eher sagen, es ist ein Muss. Seht zu, dass ihr super, super früh dort seid. Ihr müsst das erste Boot bekommen. Das heißt, um 7 Uhr spätestens vor Ort am Masin River sein. Es war ein Traum, was soll man sagen? Wir hatten den gesamten Fluss für uns. Wir konnten in einem Tide Pool schwimmen mit den Einheimischen, die dort in einem kleinen Dorf wohnen. Ich glaube, an einer besseren Zeit hätte man es gar nicht erleben können, denn auf dem Rückweg kamen uns schon die anderen Boote entgegen. Es war einfach ein so traumhafter Ort. Und somit kamen unsere 2 Wochen auf den Philippinen leider auch schon zum Ende. Für uns ging es dann weiter zum Flughafen. Aber ja, wie ihr gesehen habt, Siargao hat nochmal was ganz anderes zu bieten wie Coron und El Nido. Habt ihr irgendeinen Favoriten? Hat euch das ein oder andere besser gefallen oder habt ihr sogar schon eigene Erfahrungen gemacht und würdet eine ganz andere von diesen 7000 Inseln empfehlen? Wenn ja, haut's gerne nochmal unten rein in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Abenteuer.